Schwimmbad-Tag! Im letzten Teil sind Lena und ihre Nichten voller Vorfreude und mit einer prall gefüllten Tasche am Schwimmbad angekommen. Mal sehen, wie die Ankunft und der Einlass geklappt haben und was sie im Wasser erlebt haben. Willkommen zurück, liebe Deutschlerner, zu Teil 2 von Lenas aufregendem Pooltag in Annas und Lenas Deutschalltag. Lena, wir haben euch ja quasi am Parkplatz verabschiedet, voller Vorfreude aufs Schwimmbad. Erzähl mal, wie ging es dann direkt vor Ort weiter? War viel los an der Kasse? Ja, als wir auf den Parkplatz des Schwimmbads eingebogen sind, da haben die Mädels schon laut »Juhu, endlich da!« gerufen. Sie konnten es wirklich kaum noch erwarten, aus dem Auto auszusteigen. Glücklicherweise war es noch relativ früh am Vormittag, so gegen 10 Uhr. Daher war die Schlange an der Kasse noch angenehm kurz. Nur 2 oder 3 Familien standen vor uns. Das ist ja schon mal ein guter Start. Kein langes Anstehen in der Hitze. Und die Eintrittskarten. Was haben die Tickets gekostet? An der Kasse saß eine nette junge Frau. Ich habe freundlich »Guten Morgen« gesagt. Und dann »Einmal Eintritt für eine Erwachsene und 2 Kinder, bitte.« Sie hat gelächelt und mir den Preis genannt. Ich glaube, für mich als Erwachsene hat es 8 Euro gekostet und für jedes Kind 4 Euro. Also waren das insgesamt 16 Euro für den ganzen Tag. Das fand ich eigentlich ganz in Ordnung. 16 Euro für 3 Personen. Das klingt wirklich fair. Und wie hast du bezahlt? Ich habe mit meiner EC-Karte bezahlt. Das ging schnell und problemlos. Ich habe die Karte ans Lesegerät gehalten, kurz gewartet, und dann haben wir unsere bunten Eintrittsbändchen bekommen. Mia und Lilly wollten ihre Bändchen natürlich sofort ums Handgelenk haben und haben sie stolz gezeigt. Klar, der Passierschein ins Vergnügen. So, Tickets in der Tasche, Bändchen am Arm und dann direkter Kurs auf die Umkleidekabinen, nehme ich an? Genau. Nächste Station, die Umkleidekabinen. Das ist ja mit 2 Kindern immer ein kleines Abenteuer für sich. Wir haben zum Glück gleich eine freie Familienumkleide gefunden. Dort haben wir unsere Alltagskleidung ausgezogen und die Badesachen angezogen. Das hat natürlich einen Moment gedauert, besonders bei Lilly, die alles alleine machen wollte. Oh ja, die typische »Ich mach das alleine« Phase. Und die Wertsachen und die große Tasche. Wo habt ihr die gelassen? Ja, es gab genügend Schließfächer oder Spinde. Nachdem wir uns umgezogen hatten, haben wir unsere Straßenschuhe, Kleidung und die große Tasche in einem Spind sicher verstaut. Ich hatte extra eine 1-Euro-Münze für das Pfand dabei, die habe ich eingeworfen und dann den Schlüssel abgezogen und gut an meinem Schwimmbadbändchen befestigt. Sehr gut organisiert. So, ihr wart also startklar. Was habt ihr denn als erstes gemacht, als ihr dann richtig im Schwimmbadbereich wart? Na was wohl? Ab ins Wasser und rutschen natürlich. Zuerst mussten wir aber einen guten Platz finden. Der Bereich für Familien war schon ziemlich gut besucht. Wir sind ein bisschen herumgelaufen, um einen schönen Platz im Halbschatten unter einem Baum zu finden. Nach ein paar Minuten haben wir dann eine freie Stelle auf der Wiese entdeckt. Das war perfekt. Ihr seid herumgelaufen und habt eine freie Stelle entdeckt. Und dann Decken ausbreiten? Exakt. Ich habe unsere große Decke auf der Wiese ausgebreitet. Die Mädels haben mir dabei geholfen und schon mal ihre kleinen Handtüchern und ein paar Spielsachen ausgepackt. Ich habe dann noch unsere Taschen und die Kühltasche in den Schatten gestellt. Unsere kleine Basisstation war also einsatzbereit. Sehr gut, die Basis steht. Und wie war die Atmosphäre im Schwimmbad? Ja, das Wetter war ein Traum. Die Sonne hat geschienen. Man hat überall fröhliche Kinderstimmen gehört. Es roch auch schon ein bisschen nach Sonnencreme und Pommes. Klingt perfekt. Was haben die Mädels denn als erstes gemacht, nachdem sie sich eingecremt hatten? Nachdem ich sie gründlich mit Sonnencreme eingerieben hatte, was eine kleine Prozedur war, habe ich gerufen, ab ins Wasser.
Lilly ist sofort mit ihren Schwimmflügeln zum Kinderbecken gerannt. Mia wollte direkt ins große Becken, wo es auch die Rutsche gab. Ich bin dann erstmal mit Mia mitgegangen. Lilly hat im flachen Wasser schon fröhlich geplanscht. Das klingt gut. Wie war denn das Wasser? Und was habt ihr im großen Becken, im Nichtschwimmerbereich, gemacht? Das Wasser war anfangs ein bisschen frisch, aber man hat sich schnell daran gewöhnt. Mia ist ein paar Bahnen geschwommen. Sie hat ihre Schwimmzüge geübt und ich habe sie angefeuert. Dann sind wir zusammen ein paar Mal die kleine Rutsche hinuntergerutscht. Das hat ihr riesigen Spaß gemacht. Sie hat jedes Mal laut gejauchzt. Lena hat die Rutsche erwähnt und dass sie gerutscht sind. Wie heißt denn das Verb to slide im Infinitiv auf Deutsch? Denkt mal nach. Genau, rutschen. Sehr gut. Das klingt nach einer Menge Spaß. Und liebe Zuschauer, Lena benutzt hier so viele tolle Verben und Ausdrücke. Bleibt dran, am Ende dieser Folge gibt's wieder unsere große Wortschatztafel mit allen wichtigen Begriffen und Perfektformen aus Lenas Poolabenteuer zum Mitschreiben und Wiederholen. Und was hat die kleine Lilly in der Zwischenzeit im Kinderbecken so angestellt? Oh ja, Lilly war im Kinderbecken total in ihrem Element. Es gab da so eine kleine Elefantenrutsche, die ist sie bestimmt 10-mal hintereinander runtergerutscht. Sie hat jedes Mal laut gekreischt vor Freude. Und dann hat sie mit anderen Kindern gespielt. Sie haben sich gegenseitig mit Wasser angespritzt und mit kleinen Eimerchen und Förmchen im flachen Wasser hantiert. Das klingt ja nach richtig viel Spaß. Gab es da vielleicht eine kleine Panne? Fast. Lilly hatte so einen kleinen aufblasbaren Ball, mit dem sie gespielt hat. Und plötzlich ist der Ball weggeflogen, als ein größerer Junge etwas wilder geplanscht hat. Lilly war schon ganz traurig und hat fast angefangen zu weinen. Aber der Junge war total nett. Er hat sich sofort entschuldigt, ist dem Ball hinterhergeschwommen und hat ihn Lilly zurückgebracht. Da hat sie wieder gestrahlt. Oh, das ist ja eine süße Geschichte mit Happy End. Das zeigt auch, wie Kinder schnell Probleme lösen können. Der Ball ist weggeflogen und der Junge ist hinterhergeschwommen. Wieder schön das Perfekt mit sein benutzt. Und Mia, was hat die Adrenalin-Junkie in der Zwischenzeit gemacht? Mia wollte nach der Rutsche unbedingt vom Beckenrand springen. Da war ein Bereich, wo es erlaubt war. Ich habe ihr natürlich zugeschaut und sie ermutigt. Sie ist ein paar Mal gesprungen und war super stolz auf sich, als sie es geschafft hat, ohne mit dem Bauch aufzuklatschen. Danach sind wir beide noch im Nichtschwimmerbecken geschwommen und haben Wasserfangen gespielt. Vom Beckenrand gesprungen und Wasserfangen gespielt. Das klingt, als hättest du auch deinen Spaß gehabt und nicht nur als Bademeisterin fungiert. Ja, absolut. Ich wollte ja auch aktiv mitmachen. Es hat richtig gut getan, mich mal wieder im Wasser zu bewegen. Und dann, gerade als wir eine kleine Pause machen wollten und aus dem Wasser gestiegen sind, haben wir jemanden getroffen. Oh, ein unerwartetes Treffen? Wen denn? Das ist ja spannend. Ja, stell dir vor. Wir sind also gerade aus dem Wasser gestiegen, um zu unserem Platz zurückzugehen. Und da habe ich meine alte Schulfreundin Sarah mit ihrem Sohn gesehen. Ich habe sie bestimmt 5 Jahre nicht mehr gesehen. Wir haben uns natürlich total gefreut und erst mal eine ganze Weile direkt am Beckenrand gequatscht, während die Kinder zusammen im Wasser weitergespielt haben. Ihr Sohn Paul ist ungefähr so alt wie Mia und die beiden haben sich sofort verstanden. Das ist ja eine richtig schöne Überraschung. Du hast deine Freundin gesehen, ihr habt euch gefreut und gequatscht. Was habt ihr denn so alles besprochen nach so langer Zeit? Ach Gott und die Welt. Was wir so gemacht haben die letzten Jahre, wie es unseren Familien geht, alte Geschichten von früher. Sarah hat erzählt, dass sie jetzt öfter hierher kommen, weil sie in der Nähe wohnen. Wir haben dann auch gleich Nummern ausgetauscht und festgemacht, dass wir uns bald mal auf einen Kaffee treffen wollen. Das war wirklich ein schöner Zufall. Das freut mich sehr für dich. Solche unerwarteten Begegnungen sind doch oft die besten. Und nach so viel Action, Rutschen, Springen und Quatschen hattet ihr doch bestimmt Hunger und Durst, oder? War es dann Zeit für die Snacks oder vielleicht doch für ein Eis vom Kiosk? Aber das, liebe Zuschauer,
Und ob es bei der Eisbestellung vielleicht eine kleine sprachliche Panne gab oder was noch alles im Schwimmbad passiert ist und natürlich das große Finale in der berüchtigten Umkleidekabine, das erfahren wir dann im nächsten und letzten Teil unserer Pool-Story, im Teil 4,3. Ankunft, Umkleide. Erste Pool-Action an Treffen. So, bevor wir uns für heute verabschieden und ihr gespannt auf den nächsten Teil wartet, hier kommt wie versprochen unsere Wortschatztafel zu diesem actionreichen Abschnitt. Notiert euch die neuen Wörter und die Perfektformen, besonders die mit sein, die Ankunft und die Kasse. Auf den Parkplatz eingebogen sein, ausgestiegen sein. Die Schlange an der Kasse, der Eintritt, die Eintrittskarte, die Eintrittskarten. Preis wurde genannt. Etwas hat gekostet. Mit EC-Karte bezahlt haben. Das Eintrittsbändchen bekommen, umgehabt haben. Die Umkleidekabine und der Spind. Die Familienumkleide gefunden haben. Alltagskleidung ausgezogen haben, Badesachen angezogen haben. Die Wertsachen, der Schlüssel, Sachen im Spind sicher, verstaut haben, Münze eingeworfen, Schlüssel abgezogen haben. Die Platzsuche und die Basisstation. Bereich, gut besucht gewesen sein. Herumgelaufen sein, freie Stelle entdeckt haben. Das Kinderbecken, der Halbschatten. Decke ausgebreitet, beim Ausbreiten geholfen haben. Spielsachen ausgepackt, Taschen gestellt haben. Basisstation war einsatzbereit. Die Atmosphäre und der erste Wasserkontakt. Das Wetter, Sonne geschienen haben. Kinderstimmen gehört haben. Es hat gerochen. Sich niedergelassen. Ungeduldig geworden sein. Die Sonnencreme. Sich eincremen. Kinder eingerieben haben. Gezappelt haben. Ins Wasser. Gerufen. Ins Kinderbecken. Gerannt sein. Mit jemandem mitgegangen sein. Wasser war frisch. Sich daran gewöhnt haben. Das Nichtschwimmerbecken. Der Nichtschwimmerbereich. Bahnen geschwommen sein. Schwimmzüge geübt haben. Jemanden angefeuert haben. Die Rutsche. Rutschen. Hinuntergerutscht sein. Gejauchzt haben. Im Kinderbecken und kleine Pannen. Die Elefantenrutsche runtergerutscht sein. Gekreischt haben. Mit Kindern gespielt. Sich angespritzt. Mit Eimerchen hantiert haben. Der Ball, weggeflogen sein, hinterhergeschwommen sein, zurückgebracht haben. Traurig gewesen sein, fast angefangen haben, zu weinen, wieder gestrahlt haben. Sich entschuldigt haben. Die Begegnungen. Aus dem Wasser gestiegen sein. Jemanden getroffen, gesehen haben. Sich gefreut, gequatscht haben. Nummern ausgetauscht haben. Eine ganze Menge erlebt schon. Liebe Zuschauer, seid gespannt auf Teil 3 unseres Poolabenteuers. Da erfahren wir alles über die wohlverdiente Eispause und natürlich das große Finale in der Umkleidekabine. Bis dahin abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und ihr? Was meint ihr? Welche lustige kleine Panne könnte Lena oder den Mädels im nächsten Teil beim Eisessen oder in der Umkleidekabine noch passieren? Schreibt eure Ideen in die Kommentare, am besten auf Deutsch. Wir sind gespannt auf eure Kreativität. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und nicht vergessen, Sonnencreme.